Hallo und herzlich willkommen zurück zu den PS-Tipps. Heute geht es ums Thema Kupplungsservo. Wir zeigen euch heute, wie wir den Artikel einbauen, wichtige Tipps und Tricks und wie wir die Artikel im Rahmen des DTQS bei uns prüfen. Es werden sehr hohe Drehmomente vom Motor ans Getriebe übertragen. Darum ist es sehr wichtig, dass die Kupplung robust ausgelegt ist und es werden sehr hohe Betätigungskräfte benötigt. Der Kupplungsservo übernimmt dabei die Aufgabe, die geringe Pedalkraft, die vom Fahrer ausgewirkt wird, in einen verstärkten und konstanten Druck umzuwandeln und diesen ans Ausdruckssystem zu übertragen. Dadurch trennt die Kupplung gleichmäßig und zuverlässig. Wir zeigen euch jetzt anhand einer Animation, wie der innere Aufbau ist und wie der Artikel im Fahrzeug funktioniert. Jetzt zeige ich euch einmal die Funktion anhand einer Animation. Wir gehen hier mal an den Bildschirm. Hier seht ihr einmal das komplette System. Wir gehen erstmal auf den Kupplungsgeberzylinder ein. Wenn man aufs Pedal tritt, wird hier die Flüssigkeit verdrängt und über Leitung auf den Kupplungsservo übertragen. Hier sieht man jetzt noch einmal im Detail, was hier im Inneren passiert. Einmal wird der hydraulische Druck direkt auf die Betätigungskolben übertragen. Zum anderen wird hier unten ein weiterer Kolben betätigt. Der ist sehr wichtig, weil der lässt den Zustrom der Druckluft in den Arbeitsraum frei. Und hier sieht man schon eine größere Kolbenfläche, wo der dann drauf wirkt. Hier gucken wir uns das nochmal im Detail an, wie der das Ventil aufmacht. Von oben kommt die Kraft, öffnet dieses Ventil und lässt den Zustrom frei. Die entstehende Kraft wird über die Kolbenstange an die Kupplung übertragen. Hier sehen wir das nochmal im Detail, wie die Kupplung dann betätigt wird. Hier wird natürlich eine ziemlich hohe Kraft benötigt. Diese Kraft wird erzeugt durch eine Kombination aus hydraulischem und pneumatischem Druck, der auf eine große Kolbenfläche wirkt. Wir verfügen über einen speziell ausgelegten Prüfstand, auf dem sowohl Kupplungsservos als auch Kupplungsgeberzylinder funktionsseitig überprüft werden können. Während der Betätigungsphase werden die definierten Druckbereiche detailliert erfasst und mit Sollvorgaben verglichen. Unsere Bewertungsgrundlage basiert auf sehr engen Toleranzen, wodurch wir eine fundierte Aussage über die Funktionsfähigkeit treffen und unseren Qualitätsstandard sicherstellen können. Auf dem Prüfstand ist es auch möglich, Lebensdauertests durchzuführen, wodurch wir auch nachhaltig sicherstellen können, dass unsere Artikel im Feld funktionieren. Jetzt schauen wir uns unseren Prüfstand noch mal ein bisschen genauer an. Ihr seht schon ziemlich viele Zylinder hier an den Prüfstand. Ihr seht da hinten auch eine Kupplungsglocke. Die ist dafür notwendig, um den Zentralausrücker, der da verbaut ist, auch prüfen zu können. Hier haben wir dann einmal einen Kupplungsservo, der momentan auf einem Dauertest läuft oder im Dauertest läuft. Und hier haben wir nochmal eine speziellere Variante. Diese Bauart ist nicht üblich, aber auch diese Art von Artikeln, die Artikelnummer blenden wir euch ein, können wir prüfen. Hier haben wir noch einmal den detaillierten Prüfaufbau. Und für uns ist es auch ganz wichtig, dass wir Artikel nicht nur auf dem Prüfstand testen, sondern dass wir die Artikel auch nachträglich auseinanderbauen, die inneren Komponenten überprüfen, um auch zu prüfen, sind da Veränderungen vorhanden oder sind die Langlebigkeiten gegeben. Nur so können wir sicherstellen, dass ihr verlässliche Qualität von uns erhaltet. Gerade im Bereich der Fehlersuche ist es beim Kupplungssystem sehr wichtig, dass ihr das strukturiert vorgeht. Es ist wichtig, dass ihr erstmal guckt, wo überhaupt der Fehler liegt, bevor ihr irgendwie einfach anfangt, die Kupplung auszubauen, weil da geht manchmal vielleicht auch ein ganzer Tag weg. Vielleicht ist es aber auch nur ein Sensor, der defekt ist. Hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel, hier haben wir eine Fehlermeldung im Fahrzeug. Hier würde man sich jetzt erstmal angucken, Diagnose anschließen, Ist-Werte auslesen und zu gucken, was genau der Fehler aussagt. Dann kann man schon mal ein bisschen eingrenzen, wo der Fehler liegt. Und es ist natürlich auch so, dass man dann am Sensor oder am Kupplungsservo beispielsweise auch Prüfungen durchführen kann. Wenn wirklich ein Fehler vorliegt, werdet ihr den Einlernvorgang auch nicht bis zum Ende durchführen können. Ihr könnt auch nochmal prüfen, ob ihr den Einlernvorgang mit der Diagnose durchführen müsst oder ob ihr das so auch am Fahrzeug machen könnt. Aber wie gesagt, wenn ein Fehler vorliegt, werdet ihr den nicht bis zum Ende durchführen können. Dann werdet ihr auch wieder eine Fehlermeldung kriegen. Sollte er aber allerdings erfolgreich sein, bitte den Fehlerspeicher löschen und eine ausgiebige Probefahrt machen, um zu gucken, ob der Fehler wieder auftaucht. Nicht einfach sagen, okay, der ist jetzt weg und lasst den Fahrer fahren. Nein, kontrolliert das noch einmal in der Probefahrt. Und jetzt gucken wir uns noch einmal an, was wir an Möglichkeiten haben, visuell durchzuführen. Und gehen wir nach unten. So, wir gucken uns jetzt mal den Kupplungsservo hier unten an. Hier ist die Einbauposition. Und gucken mal, drücken mal eben auf die Kupplung, ob hier Undichtigkeiten vorliegen. Hier seht ihr schon, da ist eine Undichtigkeit. Das heißt, die Entlüftung während der Betätigung hat eine Undichtigkeit. Es ist auch so, dass ihr hier an der Seite, kannst hier mal rumgucken, auch die Hydraulikleitung sehen könnt. Das sieht erstmal auf den ersten Blick gut aus. Und ihr könnt auch
einmal die Manschette kontrollieren, ob da Beschädigungen sind und auch den Einbaudort an sich. Und die Kupplung kann man hier auch grundlegend erstmal einmal gucken, aber natürlich nicht detailliert prüfen. Genau, und hier sehen wir auch, dass wir hier einen Wegesensor haben. Der ist hier an der Seite verbaut. Den kann man auch auslesen, das haben wir oben auch eben gemacht. Da sah eben alles in Ordnung aus. Aber ja, da kann man auch den Stecker abziehen und da auch Werte auslesen. Aber das ist dann schon sehr ins Detail und da muss man auch die Sollwerte haben, die da erwartet werden. Wenn ihr da Fragen habt, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne an unseren Helpdesk wenden oder an unsere App. Ja, und wir werden jetzt mal den Kupplungszylinder ausbauen, weil ihr eben schon gesehen habt, dass da eine Undichtigkeit vorliegt. Kupplungsservo haben wir jetzt ausgebaut. Das ist jetzt für uns die Chance, die Anbaukomponenten zu kontrollieren und das sollten wir auch machen. Hier haben wir die Ausdrückgabel. Wir können hier einmal den Weg kontrollieren, das ist in Ordnung. Und ganz wichtig auch das seitliche Spiel. Sieht auch gut aus. Und den Montagepunkt hier oben, wo der Kupplungsservo reingreift, der sieht auch gut aus. Wie gesagt, hier würde ich auch nicht vorsorglich die Ausdrückgabel neu machen, weil dafür müsst ihr das Getriebe ausbauen. Aber wenn ihr natürlich einen Fehler feststellt, da solltet ihr auf Nummer sicher gehen und die Ausdrückgabel auch mit austauschen. Hier könnt ihr auch grob die Kupplung sehen, aber das ist hier relativ schwierig, aber die sieht hier auch soweit gut aus. Dann kontrollieren wir noch einmal die die Leitung, Hydraulikleitung, die können halt spröde werden oder porös. Hier sieht die auch gut aus. Hier solltet ihr natürlich neue Dichtsätze oder Dichtringe verwenden. Genauso bei der Luftleitung, hier gibt es auch Reparatursätze, die solltet ihr auch bestellen. Wenn ihr solche Teile sucht, könnt ihr auch gerne bei uns im Partnerportal suchen mit der entsprechenden Referenz und wir können euch da bestimmt weiterhelfen. Jetzt gehen wir nochmal auf Tipps und Tricks ein, dafür gehen wir wieder nach oben und dann sehen wir weiter. Oftmals kommen die Kunden in die Werkstatt, wenn die Probleme mit Kupplung haben, mit zum Beispiel, dass das Pedalgefühl nicht in Ordnung ist, wenn Vibrationen beim Kuppeln entstehen, wenn der Schaltpunkt nicht passt oder wenn einfach ein unwohles Gefühl beim Kuppeln entsteht. Die häufigsten Ursachen für diese Fehlerbilder sind zum einen, dass die Druckluftversorgung nicht in Ordnung ist, das heißt, es muss immer genug Druck gepumpt werden. Dann ist es so, dass die hydraulische Flüssigkeit teilweise nicht richtig verwendet wurde, also keine freigegebene, wie eben schon erwähnt, oder auch, dass der Wartungsintervall beispielsweise nicht eingehalten wurde oder Verunreinigungen im System sind. Da auf jeden Fall darauf achten, Wartungsintervalle müssen nach Herstellervorgaben eingehalten werden. Und es ist so, dass ihr beim Einlernen wirklich darauf achten müsst, dass ihr nach dem Einbau der Kupplung die Kupplung vernünftig einlernt, alle Einstellwerte gegebenenfalls auch zurücksetzt, weil das ist teilweise auch notwendig, die Einstellwerte zurückzusetzen, dass das Fahrzeug erkennt, okay, es wurde eine neue Kupplung eingebaut, jetzt starten wir wieder bei 0 und der Verschleißgrad ist 0. Bei manchen muss der Verschleißgrad halt zurückgesetzt werden. Zum Beispiel haben wir hier auch einen Verschleißsensor im Kupplungsservo, der halt dann signalisiert, wie der Verschleißgrad an der Kupplung wirklich ist. Ein kleiner Tipp noch zur Bremsflüssigkeit. Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, das bedeutet, sie ist wasseranziehend. Ein gewisser Anteil bis 3% in der Hydraulikflüssigkeit ist noch in Ordnung. Wenn es darüber hinausgeht, muss die dringend erneuert werden. Da gibt es Testgeräte für, bitte regelmäßig kontrollieren und auch so ein bisschen darauf achten, dass ihr nicht diese Bremsflüssigkeit auf euren Lack tropfen lasst, weil da könnt ihr den danach einfach abwischen. Das heißt, das solltet ihr vermeiden. Wir bauen jetzt den Artikel wieder ein und gucken mal, dass es alles wieder funktioniert. Nach solchen Arbeiten muss dringend ein Entlüftungsprogramm durchgeführt werden. Wir haben hier unser Entlüftungsgerät, auch für Pentonsin. Ganz wichtig, dass das richtig verwendet wird. Wir haben das auch für Bremsflüssigkeit im Programm. Damit werden wir gleich ca. 2 bar aufs System geben und unten sozusagen oder nach unten dann die Luft rausspülen. Es ist auch möglich, im Pannenfall auch mit Flüssigkeit oben nachzufüllen und mit dem Fuß zu pumpen. Das aber wirklich nur in Ausnahmefällen durchführen. Normalerweise sollte ein Prüfgerät oder ein Entlüftungsgerät verwendet werden. Gleich werden wir noch den Fehlerspeicher leeren, dann werden wir die Kennwerte noch einmal kontrollieren, zurücksetzen, Probefahrt durchführen, gucken, ob alles dicht ist und dann haben wir unsere Arbeit für heute getan.
Wir haben jetzt noch mal ein paar Artikel aufgebaut, die wir rund um den Kupplungsservo im Programm haben. Wir haben beispielsweise hier zwei verschiedene Kupplungsservos, zwei verschiedene Varianten nochmal zusätzlich. Hier sieht man, hier ist auch noch ein zusätzlicher Stecker verbaut. Das ist natürlich umso wichtiger, diesen Artikel auch zum Fahrzeug anzulernen. Desto mehr Elektrik dran ist, desto mehr müssen auch die Parameter miteinander abgeglichen werden. Genau, hier haben wir noch eine Variante. Das ist hier zum Beispiel mit einem mechanischen Anzeiger des Kupplungsverschleißes. Und hier haben wir nochmal einen Schalter drin sozusagen, der reagiert, je nachdem wo die Stellung ist, und schaltet dann sozusagen Aktoren am Getriebe. Für diese Artikel und auch für die Kupplungsgeberzylinder haben wir natürlich auch Einbauanleitungen, die findet ihr bei uns im Partnerportal. Gehen wir mal weiter, wie eben schon gesagt, hier zwei Kupplungsgeberzylinder, zwei verschiedene Varianten, die wir im Programm haben. Hier haben wir noch einmal die Leitung, die wir auch für verschiedenste Fahrzeuge haben. Hier haben wir Reparatursätze. Den Reparatursatz hier nochmal einmal zu erwähnen ist, wenn die Manschette vorne kaputt ist, muss auch nur ein kleiner Riss sein, bitte tauscht die aus, weil sonst gelangt halt Schmutz in den Artikel und führt zu Funktionsstörungen. Und zum Letzt haben wir hier noch eine Ausdrückgabel. Auch die haben wir bei uns im Programm und natürlich noch viele weitere Komponenten im Bereich von Kupplung und Kupplungsbetätigung. Alles das findet ihr bei uns im Partnerportal. Schaut gerne rein, gebt eure Referenz ein und ihr werdet den richtigen Artikel finden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!